Hi guys, today I will show you a project. It's part of a hop and I'm talking about my favorite things and one of my favorite things, of course, and the viewers who watch me regular know that I'm often sitting down and starting something without any intention, without any idea, without any plan. I'm working in that way. I'm working best. Most of the times when I have a plan, it doesn't work. It's rubbish. And I get inspired by painting, by the color, by feeling the paint, by all sorts of stuff. So here I started with gesso, a substrate, and then I start with paint and a bit of mark making and whatever it is I like, whatever I like, I grab and I work on it. And then at some stage, it will lead me somewhere. And most of the time that happens, and most of the things I do, the results I quite like. And it's always worth doing that, just going with the flow. And a lot of people I know, a lot of people are afraid of these white pages and, oh, should I start? Doesn't matter. It doesn't matter because when you're working with paint, even if there is something that doesn't work or you don't like it, paint over it. You can put layers and layers and layers on top, so it really doesn't matter. And you can see here I started with the gesso, I then went with the red and with the turquoise, a bit of white gesso with the braille again, and I put some of my, I'm working oh, I really love to work with them at the moment, the high flows here in Florence's of fluorescent colors. Fluorescent was the word. It's orange and pink and, I really love it. So ihr Lieben, ich werde euch heute, das ist Part eines Hops hier und werde euch einfach zeigen, es geht um die Lieblingsdinge in Kunst halt und das ist für mich einer meiner Lieblingsdinge, oder meistens fange ich so an. Ich fange einfach an. Ich habe irgendeine weiße Seite und fange mit Farbe an. Ich habe überhaupt keinen Plan, ich habe nichts. Ich fange einfach an, weil viele haben ja diese Angst vor der weißen Seite. Die habe ich überhaupt nicht. Ich lasse mich dann inspirieren durch die Farbe, durch das Gefühl, das ich habe, wenn ich die Farbe auftrage und die Konsistenz, was auch immer es ist. Und wenn ich dann Schicht um Schicht auftrage, irgendwann, ich gehe dann mit dem Flow und irgendwann, zack, ist es da. Und das kann ich nur empfehlen. Und man kann letztendlich nichts falsch machen, weil du machst ja immer wieder neue Schichten drauf, immer wieder neue Schichten drauf. Und wenn die eine nicht gefällt, machst du die nächste Schicht drauf. Mein Gott, das ist jetzt nicht schlimm. Und vergiss einfach dieses, oh, ich muss ein Meisterwerk machen. Nee, musst du nicht. Du musst machen, was dir gefällt. Und das ist das Wichtigste. Und hier in diesem Fall habe ich mal wieder meine Neon Colors Farben benutzt. Die High Flows, die liebe ich einfach so sehr. Und irgendwann habe ich jetzt gedacht, das hat mich erinnert an, ja, an Feuer, an Wärme, an Hitze. Und da kam mir dann die Idee. Ich wusste, bewahre ja immer so Bilder auf, die ich dann collagieren kann. Und das ist eins davon, das war von so einer Nagelfeile. Da schneide ich jetzt die Hand aus und muss jetzt aber auch erst einen Planeten machen. Und das mache ich hier mit so einem das ist eigentlich aus dem Renovierungsbereich. Das benutze ich hier zum Maskieren, um dann einen perfekten Kreis hinzubekommen, eine perfekte Kugel, mache daraus eine Weltkugel, die auch sehr, sehr heiß aussieht. At some stage, that got me thinking the warmth or the heat, it wasn't warmth, it was the heat of the colors, and that I thought, yeah, got it. And I had this hand, was from a package, and I always keep stuff like that because I thought that might make a nice piece for a collage, and I was right. So I cut that out, and here I'm creating with this masking stuff. It's from, actually, when you refurbish
your house it's used, put it in the DIY. So to mask it off and make a perfect circle, that will be my planet, and I keep it in the same hot colors as you could see. Started with yellow and orange and my fluorescence colors and so on. And working with gesso now on the edges just to give it a halo. I want to have it lighter, and then I went darker again. I worked a bit on that, but it doesn't matter. As I said before, you can always put another layer on top and another one and another one. And just try now what looks best to me. And started with something light as gesso because I have so much more coverage when I have to work on top of on a very, very colorful page. When I want to have good coverage of the next layer, put a layer of gesso on first and then your paint. So, ich habe dann hier noch die in der Mitte, also als ich fertig war mit meinem Planeten, die Mitte maskiert, abgedeckt und arbeite jetzt um den Kreis herum und probiere so verschiedene Sachen aus. Und wie ich gerade gesagt habe, wenn du eine richtig schöne Deckung haben willst, wenn du auch schon auf dem Hintergrund arbeitest, der schon voll ist mit Acrylfarben, meisten Acrylfarben decken dann halt nicht mehr so schön. Und wenn du eben nicht willst, dass die hintere Farbe durchkommt, einfach ein bisschen Gesso drauf, eine kleine Lage, muss gar nicht so dick sein, und dann die nächste Farbe, dann deckt das wesentlich besser. So, und hier schneide ich nochmal einen Teil von der Hand weg, einfach damit es so aussieht, als hätte sie den Planeten fest im Griff. Und dann werdet ihr auch sehen letztendlich, was ich damit erreichen will. Und deswegen, das musste ich jetzt hier noch wegschneiden. Das hat sehr gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so, ich hatte das so im Hinterkopf, das mache ich dann so. Aber dass es wirklich so gut passt und aussieht, hätte ich nicht mit gerechnet. You know, I cut off quite a lot of other stuff here between the fingers because I wanted to use this hand in a way that it really grabs the planet. And it worked fantastically. I didn't expect that, but was worth keeping it. So then I wasn't that happy with the background behind the planet, trying different things, having more gray, and you will see it will change every now and again, but that's something, yeah, you do, and it's your personal taste how it will look at the end. So I don't really mind if it's, you know, I'm not doing some realistic art here, you know that. So it's something I work in a way that I like what I do. So, I'm gluing the hand down now. Sorry, and you can see that it fits around that perfectly. I was absolutely surprised, really happy that I kept that. I'm not collaging very often, but I keep quite a lot of stuff. And every now and again, it needs to convince me, you know, this piece. I'm not keeping a lot of cutouts just for collaging. It needs to make sense to me. So this one was just perfect for it. Bit of shading hier. Ich habe dann hier erstmal geklebt, ein bisschen schattiere ich hier noch, und wie ich gerade gesagt habe, ich mache ja nicht viel Collagen, aber ich hebe einiges auf und schneide es aus, lege es mir hin. Einfach, ja, aber es muss schon passen, es muss mich überzeugen, dass es perfekt dafür ist. So einfach nur Collage, um der Collage willen, das mache ich nicht, ist nicht so mein Ding. Gibt viele, die es super können, sieht auch toll aus, aber für mich, ja, für mich muss es eher Sinn machen. So. Wie gesagt, am Anfang habe ich euch erzählt, dass mein Video Teil eines Hobs ist, und das funktioniert ja so, dass wenn ihr hier angefangen habt, dann guckt einfach das Video zu Ende. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und lasst noch einen Kommentar da, und dann habt ihr in der Beschreibungsbox unten die ganzen Links, die stehen untereinander, und ihr klickt einfach auf den obersten Link
Und der bringt euch dann zum nächsten Video und da macht ihr das gleiche genauso. Liken, kommentieren und dann wieder auf den obersten Link. Und bis ihr durch seid. Bis ihr wieder bei mir landet, dann seid ihr durch. Das wäre super schön. Und hier, ihr seht, hier versuche ich mich darin, fallende Menschen zu zeichnen. Und jetzt könnt ihr schon ungefähr denken, was es bedeutet. Da fallen die ganzen Menschen vom Planet Welt, von der Erde. Welt, klar, von dem Planeten Erde. Und muss ich so dran denken, mit diesem ganzen, mit den heißen Farben und ja, so im Moment, die Welt brennt halt, ja. Yeah, so you can see, or could see, I try to draw down some little people being or falling off the earth, and that is the title for it. Shake it off. Just shake it off. Get rid of us, Earth, and then you're feeling better. Definitely. So, das ist jetzt der Titel, Shake it off. Einfach schüttel es ab. Und das ist das, was die Erde machen sollte. Das ist immer noch das Beste. Und ich habe hier noch ein bisschen schattiert mit Alkoholmarker in Grau. Und das war's dann. Ich glaube, ich mache jetzt noch, ja genau, um den Planeten herum. Das war mir noch zu grau. Ich wollte so ein bisschen reflektiert haben, die Hitze, die Flammen, die von der Erde kommen. Und deswegen arbeite ich hier noch ein bisschen mit Aquarellstiften. Und das reicht mir. Aber ich wollte es nicht zu ausstrahlend haben. Ich wollte einfach nur so ein ganz kleines bisschen, dass die Farbe vom Planeten auch da reflektiert. You know, I did want to have a bit of reflection here. I'm using watercolor, that it's watercolored markers, that it's not too strong, but a tiny bit in the background. So, and as I said before, this is part of a hop, and I hope you will have a look in the description box. And before you, or please leave me a thumbs up and a comment, and then have a look in the description box and just press on the first link you find there, and that will bring you to the next video, and go on like that. And when you're landing here with me again, then you know you have been through. So, and this is already the close-up, and all I have to say is thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up and a comment, and I hope you hop with us and show all the others a bit of love and interest. So, and I hope I will see you soon with my next project. But until then, I wish you a fantastic time, and don't forget to stay creative. Bye bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, bevor oder nachdem ihr das gemacht habt, wäre es super schön, wenn ihr weiter mit uns hoppt, hier von einem Video zum anderen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit und lasst es euch richtig gut gehen. Mal vergesst nicht, bleibt kreativ. Also bis dann, tschüssi.